Moin! Endlich gibt es Wegpunkte auf den Wahoos. Da warte ich schon drauf, seit ich 2018 meinen ersten Bolt gekauft habe. Und jetzt gab es vorgestern ein Update von Wahoo und da gab es nicht nur jede Menge Fixes, sondern auch, wie gesagt, Wegpunkte für die neuen Wahoo-Geräte. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Unterstützt werden der Ace natürlich und die neuen Bolt und Roam 3 Geräte. Zum Setzen der Wegpunkte braucht ihr einen externen Routenplaner. Da werden 3 Stück unterstützt: Komoot, Strava und Ride with GPS. Wenn ihr die Wegpunkte im Routenplaner gesetzt habt, werden die Wegpunkte mit der Route zusammen automatisch zum Wahoo rübergebeamt. Jedenfalls beim Autosync. Wenn ihr die Routen exportiert aus eurem Routenplaner und per GPS und der Wahoo App zum Wahoo rüber beamt, dann funktioniert das nur mit Strava und Ride with GPS. Bei Komoot gehen die Wegpunkte beim Exportieren nach GPX irgendwie scheinbar verloren. Und noch eine Einschränkung bei Komoot: Ihr könnt bei Komoot nur die vorgefertigten Komoot-Wegpunkte benutzen und die auch nicht editieren. Das gibt da zwar, glaube ich, alles bei Komoot, aber ihr könnt keine eigenen definieren und setzen. Dafür müsstet ihr auch Strava oder Ride with GPS benutzen. Ich benutze jetzt für den Test trotzdem Komoot, weil das ist einfach mein Lieblingsroutenplaner der Wahl. Und auch das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, ich habe hier in Komoot mal eine kleine Route geplant, 9 Kilometer lang. Komoot schätzt die als schwer ein, was glaube ich ein Bug ist bei 9 Kilometern und 40 Kilometern. Aber darum geht es hier heute nicht. Ja, also ihr müsst als erstes die Wegpunkte von Komoot überhaupt mal einblenden. Das geht hier über Karteninhalte. Ich habe hier jetzt mal natürlich, ganz wichtig, Essen und Trinken, Geldautomaten, Geschäfte eingeblendet, Parks und Wasserstellen. Die erscheinen dann hier auf der Komoot-Karte und ich würde sagen, ich starte mal und baue mir als erstes eine Trinkwasserquelle ein. Da ist eine. Genau, die kann ich also auswählen und zur Route hinzufügen. Dann brauche ich dringend Geld. Hier ist ein Geldautomaten. Den füge ich auch hinzu, den Wegpunkt. Ja, dann fahre ich, glaube ich, erstmal ein bisschen und dann bekomme ich bestimmt Hunger und gehe hier mal was essen. Restaurant zur Route zufügen und danach muss ich mich dringend ausruhen in einem Park, einem Wald. Jo, so, 4 Wegpunkte hinzugefügt zu meiner Route. Die speichere ich mal. Unter Wegpunkte ist gespeichert und kann jetzt zu meinem Wahoo synken. So, auf dem Wahoo kann ich die Route jetzt auswählen. Da ist sie, Wegpunkte. Jo, und ganz wichtig vorab, ihr könnt jetzt bei den Kartenlayern auch die benutzten definierten Wegpunkte ein- und ausblenden. Und dann scrolle ich hier mal auf der Karte rum. So, da ist meine Route. Ja, hier sieht man jetzt auch schon die Wegpunkte. Da ist die Wasserstelle, hier ist der Geldautomat. Dann wollte ich ein bisschen fahren, bis ich Hunger habe. Da ist das Restaurant. Und weiter oben der Park oder Wald. Wenn es kein passendes Symbol gibt auf dem Wahoo zum Komoot-Wegpunkt, dann gibt es so einen generischen Wegpunkt. Ja, dann könnt ihr die Wegpunkte auf der Streckenübersicht sehen. Also die sind hier dann versteckt. Da ist sie, der erste Wegpunkt. Aber es gibt auch, wenn ihr eine Strecke mit Wegpunkten geladen habt, eine neue Seite, wo alle Wegpunkte aufgelistet sind. Und wenn man dann einen Wegpunkt auswählt, dann sieht man nicht nur die Entfernung vom aktuellen Standort zum Wegpunkt, sondern auch die verbleibenden Höhenmeter dahin. Das ist sehr nett. Und theoretisch auch die Beschreibung. Da es aus Komoot kommt, gibt es jetzt keine Beschreibung. Die würde sonst hier auch auftauchen. Und ich kann mich jetzt auch direkt von meinem aktuellen Standort direkt
zu dem Wegpunkt hin navigieren lassen. Ob dann die Wegstrecke, die Route abgebrochen wird, weiß ich nicht. Das gucken wir uns gleich mal draußen an. So, die Route ist geladen. Los geht's bei meinem Lieblingseiscafé. Hat leider gerade zugemacht, aber ist auch nicht mehr das Wetter danach. Und ich wechsle mal direkt auf die Seite mit den Wegpunkten. Und los geht's. Die Wegpunkte übrigens auf Englisch, obwohl mein Ace auf Deutsch eingestellt ist. Also Public Water und ATM für den Geldautomaten. So, die Entfernung wird ja auch schön runtergezählt bis zum nächsten Wegpunkt. Das ist nett. So, jetzt sehe ich schon auf der Karte die Wasserstelle. Ich vermute mal, dass jetzt auch gleich ein Pop-up kommt und mich darauf hinweist. Versuche das hier mal nebenbei zu filmen. Okay, die vergangenen Wegpunkte, die verschwinden nicht. Die werden jetzt negativ runtergezählt, wie weit die zurückliegen. Falls man nochmal umdrehen will vielleicht. Keine Ahnung. So, also auf der Karte werden die Wegpunkte super dargestellt und auch mit Entfernung und alles, aber es kommt kein Pop-up, wenn man sich dem Wegpunkt nähert. Das habe ich irgendwie anders verstanden. Oder ich habe noch irgendwas übersehen, irgendeine Einstellung. Ja. So, nun testen wir nochmal die direkte Route zum Park. Eigentlich fahre ich nämlich noch einen kleinen Umweg, aber Route bis jetzt, ja. So, okay, das geht super schnell. Also jetzt alternative Route direkt zum Park. Jetzt bin ich an meinem letzten Wegpunkt, wo ich mich direkt habe hin navigieren lassen. Aber es sieht so aus, als ob da dann die Route auch zu Ende ist und nicht die Ursprungsroute wieder übernommen wird. Mal schauen. So, ich bin ein ganz bisschen enttäuscht. Positiv ist, die Sonne hat geschienen. Nein, also positiv ist, es funktioniert eigentlich komplett problemlos und einfach. Also auf Komoot die Poys raussuchen und auf den Wahoo übertragen und dort dann auch sehen. Das klappt super. Was auch mir gut gefallen hat, ist die Darstellung auf der Karte und die Übersicht der Wegpunkte mit der Entfernungsangabe und Höhenmetern, die auch runtergezählt wird. Aber ich wurde dann beim Erreichen des Wegpunktes nicht vorab informiert, dass er erst kommt. Also ich habe ihn auf der Karte gesehen, insofern ist das vielleicht noch verschmerzbar. Aber eigentlich hatte ich so verstanden, dass das ein bisschen vorher hochpoppt und sagt, hier links kommt gleich das Café. Zumal man auch, wenn man nicht Komoot nutzt, eigene Wegpunkte setzen kann. Zum Beispiel Warnung, Achtung, scharfe Kurve, Geröll, weiß ich nicht. Dann will man das ja irgendwie, dass das hochpoppt und angezeigt wird. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich noch irgendeine Einstellung übersehen habe. Ich habe aber keine gefunden. Oder das jetzt an den Komoot-Wegpunkten lag. Ich probiere das Ganze auch nochmal mit Ride with GPS. Da muss ich mir aber, glaube ich, einen Pro-Account holen, um das dort nutzen zu können. Und werde dann nochmal berichten. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon genutzt habt, ob ihr Erfahrung habt und ob das bei euch besser funktioniert als bei mir. Ja, und vielleicht gibt es ja auch noch ein Update von Wahoo in den nächsten Tagen, Wochen. Dann berichte ich natürlich auch. Jo, so viel zu Wegpunkten auf den neuen Wahoos. Und wir sehen uns natürlich bald im nächsten Video. Bis dahin, ciao.